Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines Laufrades der Firma Bikestar. Halten Sie sich stets an die vorgegebenen Montageschritte und lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Sicherheitshinweise durch. Beides finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Im folgenden Video wird die Montage des 10 und 12 Zoll Classic und des 10 und 12 Zoll Sportlaufrades vorgestellt. Öffnen Sie den Karton mit Hilfe geeigneter Werkzeuge. Achten Sie dabei auf einen ordnungsgemäßen Einsatz, um dem Inhalt und Ihnen selbst keinen Schaden zuzufügen. Überprüfen Sie, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen. Ein Rahmenteil inklusive Lenker, ein Sattel, 4 Schutzkappen und eine Bedienungsanleitung. Für die Montage benötigen Sie zusätzlich einen Kreuzschlitzschraubenzieher, 3 Maulschlüssel der Schlüsselweite 8, 10 und 13, einen Sechskantschlüssel der Schlüsselweite 6, einen Drehmomentschlüssel und eine Schnabelzange. Achten Sie bei der Sattelklemme darauf, dass deren Öffnung in Richtung des Hinterrades zeigt. Bitte beachten Sie die Einprägung Minimum Insert auf der Sattelstange, welche die Mindesteinstecktiefe markiert. Der Sattel darf keinesfalls höher positioniert befestigt werden. Positionieren Sie den Sattel in einer für das Kind passenden Höhe im Sattelrohr. Ziehen Sie nun die Sattelklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels der Schlüsselweite 6 fest. Überprüfen Sie abschließend den festen Sitz des Sattels. Entfernen Sie die Kunststofftransportkappen am Ende des Lenkervorbaus und des Steuersets. Bitte beachten Sie die Einprägung Minimum Insert auf der Lenkstange, welche die Mindesteinstecktiefe markiert. Der Lenker darf keinesfalls höher positioniert befestigt werden. Positionieren Sie den Lenkervorbau in der Lenkstange. Öffnen Sie anschließend die Lenkerpolsterung. Drehen Sie den Lenker so, dass sich dieser im 90-Grad-Winkel zum Vorderrad befindet. Ziehen Sie nun die Klemmspindelschraube fest. Hierzu benötigen Sie beim 10 Zoll Laufrad einen Maulschlüssel der Schlüsselweite 13 und beim 12 Zoll Laufrad einen Sechskantschlüssel der Schlüsselweite 6. Öffnen Sie anschließend die hier gezeigte Schraube, um die Neigung des Lenkers der Größe des Kindes anzupassen. Achten Sie hierbei auf eine mittige Position des Lenkers. Drehen Sie den Lenker in die gewünschte Position und ziehen Sie anschließend die hier gezeigte Schraube fest. Schließen Sie nun die Lenkerpolsterung wieder und achten Sie auf deren sicheren Sitz. Überprüfen Sie abschließend den festen Sitz des Lenkers. Positionieren Sie am Ende der Montage alle 4 Schutzkappen auf den Radmuttern, um Verletzungen des Kindes zu vermeiden. Sie können den Hebelweg der Handbremse der Handgröße des Kindes anpassen. Dies geschieht mittels der Regulierungsschraube am Bremshebel. Drehen Sie diesen mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers so weit rein bzw. raus, dass Ihr Kind den Hebel einfach und sicher erreichen kann, ohne den Handballen vom Lenkergriff nehmen zu müssen. Beachten Sie, dass Sie durch das Verändern des Bremshebels auch eine Veränderung der Bremskraft vornehmen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse lediglich voreingestellt ist und im Rahmen der Endmontage gegebenenfalls nachjustiert werden muss. Das Nachjustieren erfordert Fachwissen. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem Fachwissen einen Fachhändler hinzu. Für die Einstellung der Bremskraft benötigen Sie 2 Maulschlüssel der Schlüsselweite 8 und 10, einen Drehmomentschlüssel und eine Schnabelzange. Am Hinterrad befindet sich ein Gewindebolzen, durch welchen das Bremsseil führt. Durch das Herausdrehen der mit dem Gewindebolzen fixierten Schraube können Sie die Bremskraft der Handbremse regulieren. Je weiter Sie diesen Gewindebolzen herausdrehen, desto stärker wird die Bremskraft. Haben Sie die richtige Bremskraft gefunden, ziehen Sie die Mutter fest, bis diese mit dem Halteblech verspannt ist. Sollten Sie mit diesen Schritten nicht die gewünschte Bremskraft erreicht haben, so ist eine Verkürzung des Bremszuges notwendig. Gehen Sie hierzu bitte folgendermaßen vor.
Öffnen Sie die hier gezeigte Mutter mit Hilfe eines Maulschlüssels der Schlüsselweite 8. Halten Sie das Bremskabel mit Hilfe einer Schnabelzange fest. Öffnen Sie nun die hier gezeigte Mutter mit Hilfe eines Maulschlüssels der Schlüsselweite 10 so weit, dass sich das Bremskabel bewegen lässt. Ziehen Sie nun das Bremskabel ca. 1 cm heraus, um eine stärkere Bremskraft zu erreichen, oder lassen Sie es 1 cm reingleiten, um eine schwächere Bremskraft zu erreichen. Ziehen Sie anschließend die Mutter wieder fest. Drehen Sie nun den Gewindebolzen mit Hilfe eines Maulschlüssels der Schlüsselweite 8 so weit rein bzw. raus, bis Sie die gewünschte Bremskraft erreicht haben. Verspannen Sie die Mutter mit dem Halteblech. Achten Sie auf die vorgegebenen Anzugsmomente der Schrauben. Ein Überdrehen der Schrauben kann zum Defekt und in der Folge daraus zu schweren Verletzungen des Kindes führen. Im Nachfolgenden zeigen wir Ihnen das richtige Aufpumpen der Reifen. Aufgrund von Demonstrationszwecken wird im Nachfolgenden ein nicht montierter Reifen benutzt. Der auf den Reifen angegebene maximale Reifendruck darf nicht überschritten werden. Beachten Sie, dass der hier gezeigte maximale Reifendruck nicht zwangsläufig mit dem maximalen Reifendruck Ihres Produktes übereinstimmt. Lesen Sie den für Ihre Reifen zulässigen Reifendruck auf den im Lieferumfang enthaltenen Reifen ab. Beim Aufpumpen der Reifen benötigen Sie eine Luftpumpe, welche für Autoventile geeignet ist. Öffnen Sie die Ventilkappe und schließen Sie die Pumpe ordnungsgemäß an. Pumpen Sie nun den Reifen so weit auf, dass Sie den angegebenen Reifendruck erreichen. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt, Probleme mit der Montage oder einen Grund zur Beanstandung haben, so sind wir für Sie jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf unserer Website. Das Team von Star Trademarks wünscht Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit dem Produkt.